Hallo und herzlich willkommen zu 10 Minuten VWL. In diesem Video lernen wir, wie wir unterschiedliche Elastizitäten berechnen können, zum Beispiel die Preiselastizität der Nachfrage, aber auch die Einkommenselastizität und die Kreuzpreiselastizität. Wir werden diese Elastizitäten anhand von konkreten Rechenbeispielen ausrechnen, und zwar sowohl für die sogenannte Bogen- als auch für die Punktelastizität. Und zudem zeige ich euch noch einen Ansatz, mit dem ihr im Prinzip jede beliebige Elastizität berechnen könnt. Nicht erschrecken, schauen wir uns das am besten gleich anhand eines konkreten Beispiels an. Die häufigste Elastizität ist sicherlich die sogenannte Preiselastizität der Nachfrage. Keine Angst, wir definieren das alles nachher noch in Ruhe. Wir schauen uns jetzt aber mal ein konkretes Beispiel an mit einer Nachfragegleichung, bei der die nachgefragte Menge nach einem Gut X 500 minus 5 mal dem Preis entspricht. Wenn wir unsere Nachfrage zeichnen möchten, dann macht es Sinn, die auch nach P aufzulösen. Wenn wir das machen, ich glaube, die Rechnung können wir uns hier mal schenken, dann erhalten wir P gleich 100, das ist der Achsenabschnitt hier, minus 0,2x, das heißt, unsere Nachfrage hat dann eine Steigerung in Höhe von minus 0,2. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid ein Unternehmen, zum Beispiel ein Monopolist, und steht dieser Nachfrage gegenüber und möchtet jetzt wissen, wie wirken sich Preisänderungen auf die Nachfrage aus. Ein Extremfall wäre, dass ihr das einzige Unternehmen auf diesem Markt wäret. Dann könnt ihr im Prinzip den Preis direkt festlegen. Wir greifen uns jetzt mal kurz diese zwei Punkte auf der Nachfrage raus, nämlich einmal den Punkt A. Den erhalten wir, wenn das Unternehmen einen Preis in Höhe von 60 verlangt und dementsprechend diese 200 Einheiten verkauft, dann beträgt der Erlös des Unternehmens eben 12.000. Und wenn das Unternehmen den Preis auf 30 halbiert, dann steigt die Nachfrage auf 350. Aber wir sehen, der Erlös ist in diesem Punkt C kleiner als im Punkt A. Warum? Schauen wir uns nochmal die Zahlen an. Der Preis wird halbiert von 60 auf 30, aber die Nachfrage steigt auf weniger als das Doppelte von 200, nämlich nur auf 350. Und in der Folge nimmt der Erlös des Unternehmens eben durch die Preishalbierung auch ab. Genau diesen Zusammenhang zwischen Preisveränderungen und Änderung der Nachfrage, der wird von der Preiselastizität beschrieben. Konkret sagt uns die Preiselastizität der Nachfrage, also die Elastizität zwischen der Nachfrage X und dem Preis P, um wie viel Prozent sich die Nachfrage X verändert, wenn der Preis um 1% steigt. Also ganz wichtig, nie vergessen, bei Elastizitäten geht es immer um prozentuale Veränderungen. Schauen wir uns am besten gleich dazu ein Beispiel an, wie wir die Elastizität konkret berechnen können. Hier haben wir zunächst die Formel für die sogenannte Bogenelastizität. Ich sage nachher noch was zum Begriff. Für den Moment schauen wir uns zunächst mal nur die Definition an. Die sagt uns, die Elastizität zwischen der nachgefragten Menge X und dem Preis P sagt mir, wenn der Preis um 1% steigt, um wie viel Prozent ändert sich die nachgefragte Menge. Wir vergleichen also die Änderung der nachgefragten Menge in Prozent mit der prozentualen Preisänderung. Wir kommen gleich noch zur rechten Seite der Formel. Jetzt schauen wir uns tatsächlich mal ein konkretes Beispiel an. Wir haben hier dieselbe Nachfrage wie zuvor und wir konzentrieren uns auch auf diese beiden Punkte A und C. Das sind auch dieselben Punkte wie zuvor. Im Punkt A haben wir den hohen Preis in Höhe von 60 und dementsprechend die niedrige Nachfrage in Höhe von 200. Und im Punkt C, da haben wir den Preis auf 30 gesenkt und dementsprechend steigt die Nachfrage dann dort auf 350. Gut, und für die Preiselastizität der Nachfrage brauchen wir zunächst die Mengenänderung in Prozent, wenn wir von A nach C wandern. Die Nachfrage steigt auf 350 von ursprünglich 200, also nimmt um 150 zu. Und das ist das, was wir hier mit Delta x ausdrücken. Dieses Dreieck, ein großes griechisches Delta, das bezeichnet immer eine absolute Veränderung. Das heißt hier in unserem Fall Delta x gleich 150 bedeutet x, also die nachgefragte Menge, nimmt um 150 Einheiten zu. Jetzt wollen wir aber nicht die absolute Zunahme, sondern, das sagt ja unsere Formel da oben, die Zunahme in Prozent. Und um wie viel Prozent die Nachfrage zugenommen hat, das erhalten wir, indem wir diese absolute Zunahme in Höhe von 150 Einheiten durch den Startwert, die Startmenge, in dem Fall in Höhe von 200, dividieren.
Somit kommen wir von der absoluten Veränderung in Höhe von 150 zur relativen oder prozentualen Veränderung. 150 durch 200 ergibt 0,75. Unsere nachgefragte Menge ist um 75% gestiegen. Was ist mit dem Preis passiert, wenn wir von A nach C laufen? Der ursprüngliche Preis, das war 60. Der neue Preis beträgt jetzt 30. Das heißt, insgesamt ist unser Preis um 30 zurückgegangen. Wenn wir das durch den ursprünglichen Preis in Höhe von 60 dividieren, dann haben wir den prozentualen Rückgang, in dem Fall in Höhe von 50%. Und damit können wir unsere Elastizität berechnen. 0,75 geteilt durch minus 0,5 ergibt minus 1,5. Diese Preiselastizität der Nachfrage in Höhe von minus 1,5 sagt uns, wenn der Preis um 1% steigt, dann geht die Nachfrage um 1,5% zurück. Oder umgekehrt, wenn der Preis um 1% zurückgeht, dann würde die Nachfrage um 1,5% zunehmen. So, wir sind gerade vom Punkt A zum Punkt C gelaufen. Was passiert denn, wenn wir stattdessen im Punkt C starten und hier den Preis dann verdoppeln, um wieder zum Punkt A zu kommen? Das ist genau das, was wir uns jetzt anschauen. Wir starten im Punkt C unten und verdoppeln wieder den Preis und kommen wieder oben zum Punkt A. Die Rechnung funktioniert analog. Im Zähler habe ich die prozentuale Mengenänderung. Das heißt, ich schaue mir zunächst an, um wie viel ändert sich die Menge insgesamt. Naja, wenn ich von C nach A laufe, dann geht die nachgefragte Menge eben wieder um 150 zurück. Neuer Wert 200 minus ursprüngliche Wert im Punkt C von 350 ergibt einen Rückgang der nachgefragten Menge um 150. Und das dividiere ich durch die Startmenge im Punkt C, das sind die 350. Und dann kommt raus, dass die nachgefragte Menge, wenn ich von C nach A laufe, um 43% zurückgeht. Und was passiert mit dem Preis, wenn ich von C nach A laufe? Naja, der alte Preis im Punkt C sind 30, der neue Preis im Punkt A sind 60. Ihr ahnt schon, das ist eine Verdopplung des Preises. Neuer Preis von 60 minus alter Preis von 30 ist ein Preisanstieg um 30, geteilt durch den ursprünglichen Preis. Das gibt uns eben den Preisanstieg in Höhe von 100%. Und damit kommen wir auf eine Preiselastizität der Nachfrage in Höhe von minus 0,43. Dieses kleine Beispiel zeigt uns also, dass die Elastizität davon abhängt, in welchem Punkt wir beginnen. Ob wir von A nach C laufen, das war das Beispiel oben, oder dann von C wieder nach A zurücklaufen. Das ist kein Fehler, aber das ist schlicht eine Eigenschaft der Elastizität, die wir uns einfach merken müssen. Jetzt habe ich am Anfang gesagt, wir nennen das Ganze Bogenelastizität. Warum? Weil wir die berechnen, indem wir einen Bogen, naja gut, Ökonomen sind da ein bisschen kreativ, einen Bogen, so eine Linie zwischen zwei Punkten spannen und dann vom einen zum anderen laufen. Ja, im oberen Beispiel von A nach C oder im unteren Beispiel dann zurück von C nach A. Jetzt gibt es noch einen anderen Weg, um eine Elastizität zu berechnen. Da spannen wir eben keinen Bogen zwischen zwei Punkten, sondern schauen nur einen Punkt an und deswegen heißt das Ganze auch Punktelastizität. Die grundsätzliche Idee und auch die Interpretation der Punktelastizität, die funktioniert genauso wie bei der Bogenelastizität. Die Punktelastizität der Nachfrage sagt mir auch, wenn der Preis um 1% steigt, um wie viel Prozent ändert sich dann die Nachfrage. Aber die Berechnung ist ein bisschen anders, nämlich für die Punktelastizität leite ich die nachgefragte Menge x nach dem Preis ab, multipliziere wieder mit dem Preis und dividiere wieder durch die nachgefragte Menge x. Ja, warum habe ich denn da jetzt plötzlich eine Ableitung drin stehen? Die Ableitung der nachgefragten Menge x nach dem Preis sagt mir ja, was passiert mit der nachgefragten Menge, wenn ich den Preis um eine, in Anführungszeichen, sehr kleine Einheit erhöhe. Die Ableitung von x nach p sagt mir also schon ganz grob, welchen Effekt hat denn der Preis auf die nachgefragte Menge. Aber weil ich eben nicht wissen möchte, welchen Effekt hat ein sehr kleiner Anstieg von p auf x, sondern welchen Effekt hat ein Anstieg von p um genau 1% auf x, brauche ich eben den Trick, dass ich die Ableitung von x nach p dann nochmal mit p multipliziere und wieder durch x dividiere. Ihr seht schon, ich habe natürlich hier auch die Farben schon so ein bisschen bewusst gewählt. Alles, was mit dem Preis zu tun hat, ist ja immer rot und alles, was mit der Menge zu tun hat, ist grün. Das Ganze funktioniert also ein bisschen über Kreuz. Ich leite x nach p ab, multipliziere mit p und dividiere wieder durch x.
Schauen wir uns das am besten mal mit unserem Zahlenbeispiel an. Ich habe hier dieselbe Nachfrage wie im Beispiel zuvor und wir picken uns wieder den Punkt A heraus. Das war der Punkt mit dem hohen Preis in Höhe von 60 und der niedrigen Nachfrage in Höhe von 200. Na gut, und jetzt verwenden wir mal unsere Punktelastizität-Formel, um die Elastizität auszurechnen. Für die Elastizität zwischen x und p muss ich zunächst x nach p ableiten. Na ja gut, dann machen wir das. Hier oben haben wir x ja stehen. Und wenn ich hier die rechte Seite nach p ableite, dann fliegt natürlich die 500 erstmal raus. Und dann habe ich noch minus 5p abgeleitet nach p. Naja gut, da bleibt dann noch minus 5 übrig. Und jetzt schaue ich weiter in meine Formel, die sagt mir eben, okay, und jetzt multipliziere das Ganze mit p und dividiere wieder durch x. Und anstatt dividiert durch x hinzuschreiben, nehme ich eben das x, das ich hier oben stehen habe und schreibe das da unten in den Nenner. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier in unsere Gleichung für die Elastizität den Preis in den Punkt einzusetzen, den wir uns anschauen wollen. Also im Punkt A haben wir einen Preis von 60. Dementsprechend setzen wir hier p gleich 60 ein, einmal hier und einmal im Nenner. Und dann kriegen wir eine Elastizität in Höhe von minus 1,5 heraus. Sagt uns eben genau wie vorher, wenn der Preis um 1% steigt, dann geht die nachgefragte Menge um 1,5% zurück. Wir können natürlich die Punktelastizität auch im Punkt C berechnen. Das war der mit dem niedrigeren Preis in Höhe von 60. Und wir sehen schon, wir können eigentlich im Prinzip einen Großteil der Rechnung kopieren. Die Punktelastizität zwischen x und p erhalten wir weiter, indem wir x nach p ableiten. Das ist weiterhin wie zuvor minus 5p geteilt durch 500 minus 5p. Der einzige Unterschied ist, wir setzen jetzt nicht mehr p gleich 60, sondern p gleich 30 ein. Einmal hier im Zähler und dann hier noch im Nenner. Und wenn wir das dann ausrechnen, dann erhalten wir in diesem Punkt C mit dem niedrigeren Preis eine Elastizität in Höhe von minus 0,43. Wenn der Preis um 1% steigt, geht die nachgefragte Menge um 0,43% zurück. Wir sehen also, dass die Punktelastizität in den allermeisten Fällen, insbesondere wenn die Nachfrage eine Gerade ist, vom konkreten Punkt abhängt, indem wir die Elastizität berechnen. Noch eine kleine Anmerkung, es gibt auch Dozentinnen und Dozenten, die die Elastizität grundsätzlich als positiv definieren. Dementsprechend schreiben die dann überall Betragsstriche rein. Wenn wir das hier hätten, dann hätten wir hier überall Betragsstriche und das würde eben dazu führen, dass hier das Minus rausfliegen würde und dann wäre die Elastizität eben nicht minus 1,5, sondern plus 1,5. Da müsst ihr einfach schauen, wie eure Dozentin, euer Dozent das möchte. Wie versprochen kommen wir sofort zur Einkommens- und zur Kreuzpreiselastizität. Wenn euch das Video bis hierhin weitergeholfen hat, würde mir ein Like von euch ungemein weiterhelfen. Und wenn ihr möchtet, dass euch YouTube auch andere von meinen Videos zur Mikro- und Makroökonomik vorschlägt, dann lasst am besten auch ein Abo da. Im weiteren Studium werdet ihr es mit unglaublich vielen verschiedenen Elastizitäten zu tun haben. Und es ist ganz wichtig, dass ihr nicht 1000 Formeln für verschiedene Elastizitäten auswendig lernt, sondern dass ihr euch einmal eine allgemeine Formel merkt, mit der ihr jede beliebige Elastizität berechnen könnt. Konkret ist das hier die Formel für die Punktelastizität zwischen zwei beliebigen Variablen a und b, die uns eben sagt, was passiert mit a, wenn b um 1% steigt. In unserem Beispiel vorher haben wir eben gesagt, was passiert mit der nachgefragten Menge x, wenn der Preis um 1% steigt. Das bedeutet ganz allgemein, die Elastizität zwischen a und b ist eben die Änderung von a in Prozent geteilt durch die Änderung von b in Prozent. Und wenn wir das als Punktelastizität ausrechnen, dann haben wir die Elastizität zwischen a und b, indem wir a nach b ableiten. Dann haben wir sozusagen den allgemeinen Zusammenhang und für den prozentualen Zusammenhang müssen wir die Ableitung von a nach b wiederum mit b multiplizieren und durch a dividieren. Also merkt euch so ein bisschen über Kreuz. Das können wir jetzt anwenden, um zum Beispiel die Einkommenselastizität der Nachfrage zu berechnen. In unserer Nachfrage von vorhin hatten wir ja kein Einkommen drin, da wäre das ein bisschen doof zu berechnen. Dementsprechend machen wir jetzt noch kurz ein neues Beispiel. Wir haben also weiterhin die Nachfrage nach einem Gut X, aber die hängt jetzt vom Preis von diesem Gut X ab, vom Preis des anderen Gutes, das brauchen wir nachher noch,
und vom Einkommen M. Zum Beispiel könnte eben die Nachfrage nach dem Gut X das Einkommen M sein, mal die Wurzel aus PY, dem Preis von dem anderen Gut, geteilt durch PX, also dem Preis von dem Gut selbst. Die Einkommenselastizität von Gut X sagt uns, um wie viel Prozent ändert sich die Nachfrage nach diesem Gut X, wenn unser Einkommen um 1% steigt. Das heißt, wir haben die Elastizität zwischen X und M. Ja, und jetzt schauen wir einfach in unsere Formel dort oben rein. Für die Elastizität zwischen zwei Variablen, zum Beispiel zwischen X und M, leiten wir X ab nach M. Und jetzt wieder über Kreuz, multipliziere mit M und dividiere wieder durch X. Und genau das machen wir jetzt. Also zunächst mal leiten wir unsere Nachfrage nach M ab. Wenn wir hier die rechte Seite nach M ableiten, dann fliegt eben M raus und übrig bleibt Wurzel aus PY durch PX. Das heißt, unsere Ableitung von X nach M ist Wurzel aus PY geteilt durch PX. Und jetzt nicht vergessen, eben die Ableitung von X nach M mit M multiplizieren und wieder durch X dividieren. Das mit M multiplizieren ist relativ einfach, das schreiben wir einfach hin. Und durch x dividieren, dann nehmen wir eben genau unsere Nachfrage von hier, natürlich inklusive dem m, und schreiben unsere Nachfrage x eben genau hier in den Nenner. M geteilt durch m, das löst sich in Wohlgefallen auf. Dann haben wir die Wurzel aus py geteilt durch die Wurzel aus py und hier unten haben wir noch px geteilt durch px, sind wir alles losgeworden und dementsprechend bleibt eine Elastizität in Höhe von 1 übrig. Bedeutet, wenn unser Einkommen um 1% steigt, dann nimmt die Nachfrage nach Gut X um 1% zu. Jetzt haben wir noch ein letztes Beispiel und das ist die sogenannte Kreuzpreiselastizität. Kreuzpreiselastizität sagt mir, wie verändert sich die Nachfrage nach einem Gut, zum Beispiel nach Gut X, wenn der Preis des anderen Gutes, also in dem Fall der Preis von Gut Y, um 1% steigt. Wenn wir aber so weit sind, müssen wir einfach wieder nur unsere allgemeine Formel von da oben verwenden. Die Elastizität zwischen x, der Nachfrage nach Gut X, und py. Das heißt, wir müssen x nach py ableiten, das Ganze mit py multiplizieren und durch x dividieren. Hier oben haben wir unser x. Wenn wir das nach py ableiten, dann können wir zunächst mal m durch px einfach abschreiben. Und jetzt müssen wir die Wurzel aus py nach py ableiten. Dann bleibt eben übrig 1 durch 2 mal die Wurzel. Das haben wir hier im Nenner stehen. Und das nicht vergessen, wir leiten x nach py ab, multiplizieren mit py, das steht dementsprechend hier. Und dann dividieren wir wieder durch x und das x schreiben wir oben wieder ab. Das ist eben die normale Nachfrage m mal die Wurzel aus py durch px. Abschließend können wir das Ganze noch vereinfachen. Wir haben hier m geteilt durch m, das fliegt raus. Dann haben wir hier px geteilt durch px, das sind wir auch los. Und dann haben wir im Nenner Wurzel aus py mal die Wurzel aus py. Das heißt, das ergibt insgesamt py. Und im Zähler haben wir auch py, das kürzt sich auch raus. Ja, und das sagt uns, wenn der Preis von Gut Y um 1% steigt, dann geht die Nachfrage nach Gut X um 0,5% nach oben. Wenn ihr die verschiedenen Elastizitäten noch ein bisschen einüben wollt, dann findet ihr unten in der Beschreibung einen direkten Link zu einer PDF-Datei mit Übungsaufgaben und Musterlösungen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt oder auch Themenvorschläge für andere Videos, dann lasst einfach einen Kommentar da. Ich schaue mir versprochen die auch alle an. Die Slides, die ihr hier gesehen habt, die könnt ihr ebenfalls runterladen. Auch da ist der Link in der Beschreibung. Und nachdem ihr alle ein Like und ein Abo dagelassen habt, wünsche ich euch noch ganz viel Erfolg beim Einüben und bis zum nächsten Mal.